Weißt du bereits, welche Party-Einstellung für dich und deinen Leecher die beste ist? Wenn nicht, schau dieses Video. Und zwar ist es ein Thema, das wahrscheinlich auch viele Leute interessiert. Und ich habe erst vor kurzem ein Video drüber gemacht. Allerdings war das ein bisschen eine andere Ansichtsweise. Und zwar haben wir uns da eher angeguckt, okay, wie sieht es jetzt aus, wenn man mehrere Leecher hat? Also mehrere Leecher ist wohl der springende Punkt hierbei. Und wie ändert sich dann die XP? Zum Beispiel mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leechern. Was ist die maximale XP mit so vielen Leechern und so weiter und so fort. Das war ein bisschen ein komplexerer Ansatz. Heute wollen wir es wirklich ganz simpel betrachten. Und zwar einfach die beste XP als Leveler. Also in dem Fall wäre das jetzt mein Blade. Also wie kriegt mein Blade die maximale XP, die möglich ist bei Monstern? Und wie kriegt zum Beispiel im Fall meines Ringmasters der Ringmaster die maximale XP? Und das wollen wir uns jetzt angucken. Und das geht super einfach und super schnell. Und wie bereits angekündigt, gucken wir uns natürlich beides an. Einmal den Leveler und einmal den Leecher und dann aber auch das Ganze nochmal zusammengenommen. Fangen wir an mit dem Leveler. Beim Leveler ist es hier diese Spalte, die uns hier interessiert. Und das ist eigentlich extrem simpel, habe ich ja gerade schon gesagt. Und zwar ist es grundsätzlich einfach so, Solo-XP ist schlechter als in einer Party. Das ist ja etwas Grundsätzliches, was, denke ich mal, jeder ein bisschen versteht oder nachvollziehen kann. Und dann ist es aber interessanterweise so, dann müssen wir einfach nur die Party auf Schaden machen. Und ob wir dann einen aktiven Leecher haben oder nicht, ist dem Leveler, wohlgemerkt, egal. Der Leveler bekommt hier nämlich immer die gleiche XP. Also ich habe es einmal getestet mit einem Leecher, der nichts tut. Also einem inaktiven Leecher sozusagen. Einem aktiven Leecher und sogar mit 7 Leechern. Immer gleich ist geblieben, Party auf Schaden. Und da hat sich auch wirklich gar nichts geändert. Also ihr seht, wir sind hier in einem Bereich von 0,00. Und dann nochmal 2 Nachkommastellen, also 4 Nachkommastellen. Also wenn sich hier auch nur die kleinste Kleinigkeit ändern würde, würde man es eigentlich sofort erkennen. Und hat sich nichts geändert. Ja? Also da hat sich wirklich absolut nichts geändert. Die XP ist immer gleich geblieben. Das heißt, die beste XP-Methode für den Leveler ist einfach Party auf Schaden und mindestens einen Leecher haben. Was auch immer der tut, vollkommen egal. Der kann machen, was er will. Die XP für den Leveler ändert sich nicht. Die schlechteste Methode für den Leveler, um XP zu bekommen, ist die Party auf Level zu machen. Das sehen wir hier mit einem Leecher. Teilt sich unsere XP fast genau durch 2. Nicht ganz, aber fast. Und mit 7 Leechern, gut, das ist jetzt wie gesagt das Beispiel von damals. Ja, da ist die XP dann komplett im Eimer. Aber Party auf Level bedeutet einfach, wir geben einen Großteil unserer XP an den Leecher ab. So, und wie sieht es jetzt beim Leecher aus? Beim Leecher ist es eigentlich auch relativ simpel. Hier ist es allerdings so, dass es sich ein bisschen unterscheidet. Also Leech bedeutet sozusagen in dem Fall, man macht erstmal nichts. Das ist der inaktive Leecher. Wenn man dann aber tatsächlich was macht, wird man zum aktiven Leecher. Also beziehungsweise in der Regel wird ein Leecher meistens als eher inaktiv angesehen. Wenn man aktiv was macht, ist man dann eben ein aktiver Leecher und dann kann man Einfluss auf seine XP nehmen. Und der Leecher bekommt die meiste XP entweder, wenn die Party auf Schaden ist und er eben aktiv ist, oder aber, alles andere ist quasi irrelevant, oder aber Party auf Level und halt möglichst der Leecher dann alleine ist. Also das ist quasi die Party auf Level, bedeutet so viel wie die Party XP wird aufgeteilt, basierend auf dem Level der Charakter in der Party. Und jeder bekommt seinen Anteil von der XP des Monsters. Sorgt aber dafür, dass insgesamt einfach sehr wenig XP verteilt werden, weil man tötet ja nur ein Monster in dem Beispiel. Und die XP werden dann durch 2, 3, 4, 5 oder 8 Charakter geteilt. Und ein Monster durch 8 ist natürlich nicht viel. Aber wenn der Leecher natürlich alleine mit einem Leveler in der Party ist, dann wird die XP nur durch 2 geteilt. Und dann profitiert der Leecher im Verhältnis schon recht stark davon. Aber wir wollen uns ja auch angucken, was die gesamtbeste Methode zum Leveln ist. Also nicht nur für den Leveler und den Leecher aus einzelner Sicht, sondern für beide zusammengenommen. Aber, nochmal zusammengefasst, der Leecher bekommt die meiste XP, wenn die Party auf Schaden ist und er aktiv leecht. Oder wenn die Party auf Level ist und er der einzige Leecher ist. Das ist aus Leecher-Sicht das Beste. Aus Leveler-Sicht ist das Beste Party auf Schaden und einfach nur eine zufällige, x-beliebige Anzahl von Leechern, die machen können, was auch immer sie wollen. Das juckt den Leveler dann nicht. So, und wie sieht es mit der Gesamt-XP aus? Das haben wir hier in der rechten Zeile schon fast richtig hier zusammengefasst. Also das Wichtigste ist eigentlich, oder das Beste ist eigentlich immer, wir haben eine Party auf Schaden mit einem aktiven Leecher und dann bekommen wir die meiste XP.
Jetzt fragt ihr euch bestimmt, und was ist, wenn man 2 aktive Leecher hat? Ist das dann nicht noch besser? Tatsächlich nicht. Ab dem 2. aktiven Leecher wird wieder XP abgezogen. Das funktioniert dann so ähnlich wie mit Party auf Level mit mehreren Leechern. Also wenn mehrere Leecher aktiv sind oder nicht nur aktiv heilen zum Beispiel, das zeige ich euch gleich noch, was mit aktiv gemeint ist eigentlich. Aber wenn mehrere Leute aktiv hinzukommen oder zu viele Leute aktiv hinzukommen, sagen wir es so, dann wird die XP wieder abnehmen. Weil das wäre natürlich so ein, wie sagt man, das wäre irgendwie so eine Lücke im System, wenn du jetzt sagen würdest, okay, du nimmst jetzt einen Leveler und 7 Leute hängen sich hinten dran und heilen den einfach nur die ganze Zeit. Das würde einerseits dafür sorgen, dass der Typ, der levelt, quasi unsterblich ist, weil er so viel Heal bekommen würde, dass er quasi unmöglich sterben kann, außer er wird gewone-shottet. Und andererseits wird es natürlich dafür sorgen, dass 7 Leute aktiv gelevelt werden und extrem viel XP generiert wird, was ja eigentlich so nicht funktionieren sollte. Also wenn ein Monster getötet wird, sollten nicht 7 Leute oder 8 Leute sau viel XP bekommen. Das ist ja nicht so ganz Sinn des Spiels, dass man so wenige Monster tötet und dann 8 Leute zeitgleich da extrem schnell hochlevelt. Und deswegen funktioniert das auch nicht. Ja, also das funktioniert nicht. Genau. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, was eigentlich als aktiver Leecher zählt. Und das wird sogar in-game erklärt, was für Fly-Verhältnisse schon außergewöhnlich ist, dass etwas in-game tatsächlich mal erklärt wird. Das ist nämlich so gut wie nie so. Und zwar im Partyfenster, wenn ihr auf Einstellungen geht und dann oben auf XP-Bonus, steht da so eine Pop-Up-Box, die kommt links und rechts, ist egal, wo ihr drüber hovert, kommt dann diese Textbox mit Bonuserfahrung. Und die Bonuserfahrung bezieht sich eben auf die, wenn man als aktiver Leecher gelten möchte, die man erfüllen muss quasi. Bonuserfahrung, welche du mit einer Party erhältst. Aktive Mitglieder sind diese, die am Kampf teilnehmen, Schaden austeilen, heilen oder aktiv Schaden nehmen. Was bedeutet das jetzt letztendlich? Einfach alles, was da steht, nichts, was nicht dort steht, müsst ihr machen, um als aktiver Leecher in dem Fall zu gelten. Also das klassische ist Heilen und Buffen, wobei ich da ausdrücklich dazu sagen muss, Buffen zählt eben nicht. Ja? Also man muss heilen. Also einfach nur Buffen zählt nicht als aktive Tätigkeit im Sinne von aktiver Leecher, im Sinne von aktiver Partyteilnahme. Und wenn man nur bufft, bekommt man diesen XP-Bonus, den wir uns gerade angeguckt haben, nicht. Dann bekommt der Leecher, wenn die Party auf Schaden gestellt ist, nur ganz, ganz wenig XP, weil er dann als inaktiv zählt. Nur wenn er als aktiv zählt, ist es so, dass er diesen Bonus bekommt und dann verhältnismäßig sehr gute XP bekommt, wodurch die Gesamt-XP von Leveler und Leecher eben zum bestmöglichen XP-Wert für jeweils die Einzelperson als auch für die Gesamt-XP eben führt. Und was man letztendlich machen muss, um diesen XP-Bonus quasi zu aktivieren, also beziehungsweise wie es für euch mit also im klassischen Fall habt ihr wahrscheinlich auch so wie ich jetzt gerade einen Blade und einen Ringmaster rumlaufen, die zusammen leveln. Und ich zeige euch jetzt quasi, wie ihr das einfach aktivieren könnt, welche Party-Einstellungen ihr braucht und wie das funktioniert. Und zwar wie folgt. Wir klicken hier, wenn die Party Level 10 erreicht hat, auf Ändern und geben dann einen random Partynamen ein, das ist vollkommen egal. Und dann habt ihr eine erweiterte Party. Dann müsst ihr auf Einstellungen, XP-Aufteilung und auf Schaden. Das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit reden. Party auf Schaden, Party auf Level. Ja, also das, wie gesagt. Und dann klicken wir hier auf Schaden. Alles andere ist quasi egal. Und dann haben wir das Ganze aktiviert. Also dann haben wir das Ganze, sagen wir, geöffnet. Die Möglichkeit, aktiver Leecher zu werden, die haben wir uns jetzt eröffnet. Und jetzt gucken wir uns noch die XP an, bevor wir aktiver Leecher sind. Das ist eben das, was in der Tabelle gerade ersichtlich war. Der Ringmaster ist jetzt inaktiv, hat 2, 98, 10. Wir töten ein Monster und jetzt hat er 2, 98, 14. Das heißt, er hat jetzt 0, 3 mal die 0, 4 XP bekommen. Also 0,0004 XP. Was natürlich sehr wenig ist. Leveler XP ist egal, die ist, wie gesagt, immer gleich. Ob der jetzt aktiv oder nicht ist, ist egal. Jetzt habe ich gerade gehealt und jetzt haben wir statt 0,0004 haben wir jetzt gerade 0,00, jetzt muss ich selber gucken, dass ich nichts falsch sage, 28 müssten es gewesen sein, oder? Schauen wir gleich nochmal. Jetzt müsste hier quasi 70 stehen, wenn wir nochmal 28 kriegen. ...29 waren es jetzt. 28, 29. Also 0, 0, 0, 28, 29. Das kriegen wir jetzt, wenn wir aktiv gehealt haben. Und jetzt habe ich gerade nicht aktiv gehealt. Und jetzt haben wir wieder nur ganz wenig XP bekommen. Warum? Dieses Healen, also ich benutze Heal Rain, by the way. Welches Heal benutzt, ist vollkommen egal. Es könnte Circle Healing sein, normales Healing, vollkommen Wurst. Einfach nur Healing. Ihr müsst in irgendeiner Form heilen.
und dann bekommt ihr den XP-Bonus. Und dieses Heilen, das hält kurz an. Also wenn ihr ganz schnell 2, 3 Monster tötet oder auch beim AOEen, ist es nicht so, dass ihr wirklich für jedes Monster einzeln einmal heilen müsst. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also manchmal hält es noch ein bisschen überschüssig. Hier jetzt zum Beispiel habe ich länger nichts gemacht. Habe jetzt trotzdem den XP-Bonus noch bekommen. Bei dem Mob werde ich ihn jetzt wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Ja? Also wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, dass er immer den XP-Bonus bekommt, sollte möglichst Dauer healen. Ansonsten reicht es vielleicht bei jedem zweiten Mobs. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie gesagt, von wem man da gelevelt wird. Aber grundsätzlich müsste man es jetzt theoretisch nicht bei jedem Mob, aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, dass wirklich der XP-Bonus immer läuft, dann muss man eigentlich aktiv Dauer healen. Und das war's eigentlich auch schon, was es da so zu wissen gibt. Also es ist eigentlich relativ simpel. Wie gesagt, man braucht eine erweiterte Party auf Schaden. Der Leecher muss aktiv heilen oder eine der anderen Sachen machen, die aufgezählt werden. Aber in der Regel ist Heilen das leichteste, weil 2 Charakter aktiv zu steuern, damit beide Schaden machen oder sonst was, ist sehr kompliziert. Also in der Regel werdet ihr euch leichter tun, wenn ihr hier einfach mit eurem Buffer, man bringt euch ja sowieso was, wenn ihr euch aktiv heilt, dann müsst ihr nicht so viel fooden, dann sterbt ihr nicht oder was auch immer. Das hat ja sowieso Vorteil. Und es ist in der Regel auch nicht so kompliziert. Und ihr sorgt dafür halt, dass ihr insgesamt die beste XP bekommt. Also euer levelnder Charakter bekommt dann den bestmöglichen XP-Satz und euer Leecher bekommt auch den bestmöglichen XP-Satz. Und das ist halt nun mal etwas, was wirklich extrem nice ist, weil so könnt ihr halt einfach selbst schnell leveln und selbst wenn ihr andere Leute levelt und die das auch machen, kriegen halt immer beide den maximalen XP-Satz und beide profitieren und keiner hat irgendwie einen Nachteil davon. Und das ist doch einfach alles wunderschön und so funktioniert das Ganze. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich probiere sie zu beantworten. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr heute wieder was Neues gelernt habt. Und ich sage danke euch wie immer vielmals fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch immer gerne Fragen stellen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Fly Universe Video wieder. Haut rein, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.